Am Falkensteiner Ufer in Hamburg-Blankenese liegt eines der bekanntesten Schiffswracks der Elbe, die Polstjernan. Bei normalem Wasserstand sind oft nur Teile des Wracks sichtbar. Erst bei sehr niedrigem Wasserstand werden größere Bereiche des ehemaligen Schiffsrumpfes freigelegt und geben einen Eindruck von den ursprünglichen Ausmaßen des Schiffes. Im Hintergrund ist außerdem das Wrack des Binnenschiffs Uwe zu erkennen. Zu diesem Wrack haben wir bereits ein eigenes Video auf unserem Kanal veröffentlicht. Bevor wir uns die Geschichte der Polstjanern ansehen, ein wichtiger Hinweis. Das Wrack liegt im Tidebereich der Elbe. Wer es besuchen möchte, sollte sich vorher über die Gezeiten informieren. Die Elbe weist in diesem Bereich starke Strömungen auf und der Wasserstand kann insbesondere bei auflaufendem Wasser schnell ansteigen. Das Wrack ist nur bei sehr niedrigem Wasserstand vom Strand aus erreichbar. Wenn euch solche Ausflugsziele in Norddeutschland gefallen, abonniert gerne unseren Kanal und lasst ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Die Geschichte der Polstjanan beginnt in Finnland. Am 29. November 1919 lief das Schiff vom Stapel. Der Name Polstjanan bedeutet Polarstern. Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung galt sie als das größte in Finnland gebaute Holzschiff. Die Polstjanan war ein Viermast-Gaffelschoner mit einer Länge von 67 Metern und einer Breite von knapp 13 Metern. Sie wurde als Frachtschiff gebaut und war für den Transport von Gütern in Nord- und Ostsee bestimmt. Wie viele Schiffe ihrer Zeit verband sie traditionelle Segelschifffahrt mit moderner Technik. Neben der Takelage verfügte sie über einen Hilfsmotor mit einer Leistung von 240 Pferdestärken, der eine Schiffsschraube antrieb. Die frühen 1920er Jahre waren eine Zeit des Wandels in der Schifffahrt. Motorisierte Schiffe gewannen zunehmend an Bedeutung, während die großen Frachtsegler langsam von den Handelsrouten verschwanden. Die Polstjanan gehörte zu den letzten größeren Segelfrachtern, die noch in dieser Übergangszeit gebaut wurden. Ihre aktive Laufbahn war jedoch nur von kurzer Dauer. Am 20. Oktober 1926 kam es während der Fahrt durch den damaligen Kaiser-Wilhelm-Kanal, dem heutigen Nord-Ostsee-Kanal, zu einer Explosion im Maschinenraum. Das daraus entstandene Feuer breitete sich schnell über das hölzerne Schiff aus. Trotz aller Bemühungen konnte der Brand nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die Polstjanan brannte weitgehend aus und wurde so schwer beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich war. Das Schiff wurde anschließend über die Elbe an das Falkensteiner Ufer geschleppt. Dort entfernte man alle noch verwertbaren Teile. Der verbliebene Rumpf wurde jedoch nicht vollständig beseitigt. Stattdessen nutzte man die Überreste als Wellenbrecher, um das Ufer gegen die Strömung der Elbe zu schützen. Um das Wrack dauerhaft zu stabilisieren, beschwerte man es zunächst mit großen Steinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen weitere schwere Materialien hinzu. Im Jahr 1947 wurden Teile verschrotteter deutscher U-Boote in und auf dem Wrack abgelagert. Nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 befinden sich zahlreiche unfertige oder beschädigte U-Boote in den Hamburger Werften. Diese Teile dienten als ideales Zusatzgewicht, um den hölzernen Rumpf tiefer in den Schlick zu drücken und zu verhindern, dass die hölzerne Konstruktion bei schweren Sturmfluten aufschwemmt oder weggespült wird. Über die Jahrzehnte hinweg wurde das Wrack durch Gezeiten, Sturmfluten und Eisgang immer weiter zerstört. Viele Bereiche des ursprünglichen Schiffes gingen verloren. Dennoch sind bis heute Teile der Spanten und des Rumpfes erhalten geblieben. Auch ein weiteres interessantes Detail hat die Zeit überdauert. Die Schiffsschraube der Polstjanan ist noch vorhanden. Sie erinnert daran, dass das Schiff zwar als Segler gebaut wurde, gleichzeitig aber bereits über einen motorisierten Hilfsantrieb verfügte. Heute ist die Polstjanan ein fester Bestandteil des Landschaftsbildes am Falkensteiner Ufer. Für Historiker, Fotografen und Besucher ist sie ein sichtbares Zeugnis einer Zeit, in der Segel- und Motorschiffe nebeneinander existierten und die Schifffahrt einen grundlegenden Wandel erlebte. Fast 100 Jahre nach dem Brand liegt das Wrack noch immer an derselben Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, folgt gerne unserem Kanal und lasst uns gerne ein Like da. Schaut euch auch unseren Beitrag über das Wrack des Binnenschiffs Uwe an, das vom Standort der Polstjanan aus ebenfalls zu sehen ist. Dort erzählen wir die Geschichte eines weiteren außergewöhnlichen Wracks an der Elbe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.